Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Schockwellen von Claudia Kempfert ist ein dringlicher Weckruf und ein konstruktiver Fahrplan zugleich. Die renommierte Energieökonomin zeigt, wie eng Klimaschutz, Energiesicherheit und Frieden miteinander verknüpft sind. Ausgehend von den Energiepreisschocks und geopolitischen Verwerfungen der letzten Jahre legt sie offen, warum die Abhängigkeit von fossilen Energien nicht nur das Klima, sondern auch unsere Freiheit, Wirtschaftskraft und demokratische Stabilität bedroht. Kempfert macht deutlich, dass die Energiewende kein Luxusprojekt ist, sondern die zentrale Sicherheitsstrategie des 21. Jahrhunderts. Das Buch wurde mit dem Get Abstract Business Impact Reader's Choice Award 2022 ausgezeichnet und belegt damit seine Relevanz für Praxis und Führung. Mit analytischer Schärfe, ökonomischer Evidenz und politischem Überblick entlarvt Kempfert Mythen, die den Umstieg auf Erneuerbare seit Jahren verzögern. Zugleich zeigt sie, wie eine moderne Energiepolitik die Gesellschaft entlastet, Innovationen befeuert und regionale Wertschöpfung stärkt. Leserinnen und Leser erhalten ein klares Bild über die Kosten der Verzögerung, die Chancen schneller Transformation und die Instrumente, mit denen der Wandel sozial gerecht, wirtschaftlich klug und technisch zuverlässig gestaltet werden kann. Schockwellen ist kein Alarmismus, sondern ein realistisches, faktenbasiertes Werk, das Handlungsmöglichkeiten auf allen Ebenen eröffnet. Von Politik über Unternehmen bis zu Städten, Gemeinden und Privathaushalten. Wer verstehen will, warum erneuerbare Energien die sichersten und friedensstiftendsten Energien sind und wie wir uns gegen die nächsten Schocks wappnen, findet hier Orientierung und konkrete Wege nach vorn. Das Buch verbindet Kompass und Werkzeugkasten und liefert damit genau das, was in einer Zeit multipler Krisen am meisten zählt: Handlungsfähigkeit, Zuversicht und einen Plan, der funktioniert. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Fossile Abhängigkeiten als Sicherheitsrisiko. Geopolitik, Preise, Verwundbarkeit. Kempfert zeigt, dass fossile Energien nicht nur Klimarisiken bergen, sondern unsere Gesellschaft strategisch verwundbar machen. Erdöl, Erdgas und Kohle stammen häufig aus politisch instabilen oder autoritären Staaten. Diese Lieferanten nutzen Energie als Hebel der Einflussnahme. Pipeline-Politik, Kartellmacht und Exportbeschränkungen führen zu Preisschocks und Erpressbarkeit. Die jüngsten Krisen haben diese Dynamik schonungslos offengelegt. Plötzliche Engpässe, extreme Preisspitzen, milliardenschwere Notfallprogramme. Solche Schockwellen treffen Haushalte, Mittelstand und Industrie und fressen Investitionsbudgets auf. Ökonomisch betrachtet sind fossile Energien zudem teurer, als es Marktpreise suggerieren. Externe Kosten durch Klimaschäden, Gesundheitsbelastungen und militärische Absicherung werden nicht im Benzinpreis oder in der Gasrechnung ausgewiesen, fallen aber real an. Kempfert argumentiert, dass diese scheinbar günstigen Energien bei vollständiger Kostenrechnung die teuersten sind. Dazu kommt eine inhärente Volatilität. Geopolitische Spannungen, Naturkatastrophen, Spekulation und OPEC-Entscheidungen lassen Preise im Wochenrhythmus springen. Planungssicherheit für Unternehmen leidet, Wohlstand wird fragiler. Sicherheitsstrategisch erzeugen zentrale, importabhängige Infrastrukturen Single Points of Failure. Sabotage, Sanktionen oder Lieferstopps reichen, um ganze Wertschöpfungsketten ins Wanken zu bringen. Kempfert plädiert deshalb für eine Doppelstrategie: drastische Reduktion fossiler Nachfrage durch Effizienz, Elektrifizierung und Verhaltensänderung sowie beschleunigter Ausbau heimischer erneuerbarer Kapazitäten. Kurzfristige Brücken wie zusätzliche LNG-Importe müssen zeitlich eng begrenzt und vertraglich flexibel sein, um keine neuen Lock-ins zu schaffen. Die Autorin entkräftet die Hoffnung, man könne sich mit fossilen Kapazitätsreserven nachhaltig beruhigen. Reserven verschieben Risiken lediglich in die Zukunft, erhöhen die Pfadabhängigkeit und gefährden Klimaziele.
Die wahre Resilienz entsteht aus der Diversifizierung zu erneuerbaren Quellen, aus dezentralen Strukturen und digitaler Flexibilität. Damit wird aus einem geopolitischen Abhängigkeitsverhältnis eine souveräne heimische Wertschöpfung, die Krisen abfedert und demokratische Stabilität stärkt. Zweitens. Erneuerbare Energien als Friedens- und Sicherheitsprojekt. Im Zentrum des Buches steht die These, dass erneuerbare Energien ein Friedensprojekt sind. Der Grund ist bestechend. Sonne, Wind und Umweltwärme sind überall vorhanden, können dezentral erschlossen und politisch nicht abgeschnitten werden. Wer seine Energieerzeugung auf viele Standorte verteilt, reduziert die Angriffsfläche. Erneuerbare Anlagen sind modular, schnell skalierbar und anpassungsfähig, was sie robuster gegen technische und politische Störungen macht. Kempfert zeigt, dass Sicherheit nicht allein aus Vorräten entsteht, sondern aus Systemdesign. Ein Energiesystem mit Photovoltaik auf Dächern, Windparks an Land und auf See, Biomasse im Rahmen nachhaltiger Grenzen, Geothermie und Wasserkraft bildet ein diversifiziertes Portfolio. Ergänzt durch Speicher, Netzausbau, intelligente Steuerung und Lastflexibilität entstehen zuverlässige Ketten. Die häufig bemühten Schlagworte Dunkelflaute oder fehlende Grundlast relativiert. Kempfert mit aktueller Forschung. Eine gut gemischte Erneuerbarenflotte, regionale Ausgleichseffekte, europäische Kopplung, Batteriespeicher, Wärmespeicher, Pumpspeicher, Power to Gas und flexible Verbraucher stabilisieren das System. Sektorkopplung wird als Schlüssel herausgestellt, indem Strom aus Erneuerbaren in Wärme, Mobilität und Teile der Industrie wandert, sinkt der Primärenergiebedarf. Wärmepumpen ersetzen Gasheizungen, Elektromobilität reduziert Ölimporte, elektrische Prozesswärme und grüner Wasserstoff versorgen schwer zu elektrifizierende Anwendungen. Das verringert nicht nur Emissionen, sondern auch Importrechnungen und geopolitische Risiken. Ein weiterer Sicherheitsaspekt ist die Bürgernähe. Bürgerenergiegenossenschaften, kommunale Beteiligung und regionale Wertschöpfung schaffen Akzeptanz und Verteilungsgerechtigkeit. Wenn Kommunen direkte Einnahmen aus Wind und Sonne erzielen, Schulen saniert werden, Nahwärmenetze entstehen und lokale Handwerksbetriebe profitieren, wächst die gesellschaftliche Resilienz. Schließlich ist die Klimadimension selbst ein Sicherheitsfaktor. Je schneller Emissionen sinken, desto geringer werden Extremwetter, Ernteschäden und Migrationsdruck. Erneuerbare sind daher doppelt sicher. Sie reduzieren Klimarisiken und geopolitische Risiken zugleich. Kempfert plädiert für klare Prioritäten bei Flächenbereitstellung, Planungsbeschleunigung und Netzinfrastruktur, damit die Sicherheitsdividende der Erneuerbaren rasch real wird und künftige Schockwellen gedämpft werden. Drittens. Wirtschaftliche Chancen und Kosteneffekte der Energiewende. Kempfert widerspricht dem Narrativ. Energiewende sei vor allem teuer. Sie zeigt, dass Erneuerbare in vielen Anwendungen die günstigste Form der Stromerzeugung sind. Die Investitionskosten sind in den letzten Jahren stark gefallen. Die Betriebskosten sind niedrig. Der Brennstoff ist kostenlos. In einem Strommarkt senken viele Erneuerbare mit ihren niedrigen Grenzkosten den Börsenpreis. Das Merit-Order-Prinzip wirkt preisdämpfend. Zwar erfordert die Transformation Netze, Speicher und Regelenergie, doch die Gesamtkosten bleiben unter denen eines fossilen Pfades, wenn externe Kosten und Preisrisiken einbezogen werden. Unternehmen profitieren mehrfach. Erstens durch planbarere Energiepreise, wenn Verträge mit erneuerbaren Projekten abgeschlossen werden. Zweitens durch neue Märkte entlang der Wertschöpfungskette. Produktion von Komponenten, Bau und Betrieb, Software für Flexibilitätsmärkte, Dienstleistungen für Energieeffizienz. Drittens durch Innovationsschübe in Mobilität, Gebäuden, Industrieprozessen und Materialien. Regionen können sich als grüne Industriestandorte positionieren, vom Maschinenbau bis zur Chemie. Kempfert betont, dass Kosten der Nichttransformation unterschätzt werden. Klimaschäden,
Importabhängigkeiten, Krisenmanagement, Wettbewerbsnachteile durch global voranschreitende Klimapolitiken. Wer zögert, verliert Technologien, Talente und Investitionen. Frühzeitige Umstellung hingegen zieht Kapital an, weil Investoren nach robusten, zukunftsfesten Geschäftsmodellen suchen. Die Autorin skizziert kluge Industriepolitik, Ausschreibungen und Contracts for Difference für Erneuerbare, Carbon Contracts for Difference für industrielle Dekarbonisierung, verlässliche CO2-Preise, Förderung für Netze, Speicher und Digitalisierung. Gleichzeitig mahnt sie, Subventionen präzise zu fokussieren, um Mitnahmeeffekte zu vermeiden und Bürokratie abzubauen, damit Projekte schneller ans Netz gehen. Besondere Rolle erhält grüner Wasserstoff. Kempfert verortet ihn dort, wo direkte Elektrifizierung an Grenzen stößt, etwa in Stahl, Chemie oder internationaler Schifffahrt. Kein Allheilmittel, aber ein strategischer Baustein mit klarer Priorisierung. Für Konsumentinnen und Konsumenten ergeben sich greifbare Vorteile. Geringere Energiekosten durch Effizienz, stabile Wärme mit Wärmepumpen, sinkende Gesamtkosten für Mobilität durch E-Autos und attraktive Tarife durch flexible Stromnutzung. So entsteht eine Wirtschafts- und Wohlstandsstrategie, die Wachstum mit Nachhaltigkeit verbindet. 4. Politische Instrumente, soziale Gerechtigkeit und Akzeptanz. Die Energiewende gelingt nur mit klugem Policy-Mix und gesellschaftlicher Einbettung. Kempfert arbeitet heraus, welche Instrumente wirken und wie sie sozial ausgewogen gestaltet werden. Zentral ist ein verlässlicher CO2-Preis, der Lenkungswirkung entfaltet und Investitionen in klimafreundliche Technologien anstößt. Entscheidend ist, Einnahmen sozial gerecht zurückzugeben, etwa über ein Klimageld pro Kopf. So wird der Anreiz erhalten, gleichzeitig Haushalte mit geringem Einkommen entlastet. Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen beschleunigt werden, ohne Naturschutz zu schwächen. Standardisierung, digitale Verfahren, klare Prioritätsgebiete und frühe Beteiligung der Öffentlichkeit helfen, Konflikte zu lösen. Kommunale Beteiligung an Wind- und Solarerträgen erhöht Akzeptanz, ebenso transparente Nutzenkommunikation. Wenn sichtbar wird, dass lokale Infrastruktur, Wärmeversorgung und Vereine profitieren, steigen Zustimmungswerte. Im Gebäudebereich plädiert Kempfert für verlässliche Leitplanken statt Stop and Go. Kommunale Wärmeplanung, Förderprogramme für Sanierung und Wärmepumpen, klare Mindeststandards und soziale Flankierung durch zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für vulnerable Gruppen schaffen Planungssicherheit und Fairness. Für die Industrie sind Carbon Leakage Schutz, internationale Kooperation und Grenzausgleichsmechanismen wichtig, damit Ambition nicht zu Produktionsverlagerung führt. Akzeptanz entsteht auch durch Teilhabe. Bürgerenergie, Mieterstrom, Energiegemeinschaften und Prosumer-Modelle binden Menschen ein und machen aus Betroffenen Beteiligte. Bildung und transparente Daten verbessern die Debatte, räumen mit Fehlinformationen auf und zeigen den Nutzen im Alltag. Arbeitsmarktpolitisch fordert Kempfert Qualifizierungsoffensiven, damit Beschäftigte aus fossilen Sektoren in neue Jobs wechseln können. Strukturpolitik sollte Regionen beim Wandel unterstützen, etwa durch Ansiedlung neuer Industrien und Infrastruktur. Schließlich betont sie Resilienzpolitik, Diversifizierung, Notfallpläne, Speichervorgaben, Flexibilitätsmärkte, Cybersecurity und europäische Kooperation. Sicherheit im Energiesystem entsteht aus Redundanz, Intelligenz in Netzen und klaren Verantwortlichkeiten. So wird die Transformation nicht nur klimafreundlich, sondern auch sozial tragfähig und politisch stabil. Schließlich Mythen, Lobbyeinfluss und der Kampf um Narrative. Ein Kernanliegen des Buches ist es, die Mythen zu demontieren, die Fortschritt verzögern. Kempfert zeigt, wie Lobbyinteressen scheinbar plausible Erzählungen platzieren, die bei genauer Prüfung nicht tragen. Ein Beispiel ist die Behauptung, man brauche unverzichtbare Grundlast aus konventionellen Kraftwerken. In Wahrheit zählt Systemdienstleistung und Flexibilität. Ein erneuerbares System kann mit einem Mix aus Wind,
Sonne, Speichern, Lastmanagement, Netzkopplung und Backup-Kapazitäten sehr wohl stabil laufen. Dunkelflauten sind planbar und mit Speichern, Importen, Reservekraftwerken auf Basis klimaneutraler Gase und Nachfragesteuerung beherrschbar. Ein zweiter Mythos ist die Allzwecklösung Kernenergie. Kempfert führt an, dass Neubauten in vielen Ländern sehr teuer und extrem langsam sind. Für die schnelle Senkung von Emissionen in diesem Jahrzehnt taugt sie kaum, zumal Sicherheits- und Entsorgungsfragen ungelöst bleiben. In Märkten mit hohem erneuerbaren Anteil verschärft Kernenergie sogar Flexibilitätsprobleme, da sie unflexibel ist. Auch das Narrativ, Wasserstoff löse alle Probleme, wird zurechtgerückt. Grüner Wasserstoff ist kostbar und sollte dort eingesetzt werden, wo direkte Elektrifizierung nicht möglich ist. Der Einsatz in Gebäuden oder Pkw ist ineffizient. Ähnliches gilt für E-Fuels im Straßenverkehr. Die vermeintliche Technologieoffenheit wird oft als Deckmantel für Verzögerung genutzt. Kempfert plädiert für technologieoffene Ziele, aber klare Priorisierung entlang physikalischer Effizienz. Die Politik sollte zeitrichtig entscheiden. Zuerst die Optionen mit hohem Nutzen, geringerem Risiko und schneller Skalierbarkeit. Desinformation über angebliche Stromlücken, flächendeckende Blackouts oder unbezahlbare Kosten wird mit Daten entkräftet. Transparenz über Systemkosten, Nutzen von Effizienz und reale Projektlaufzeiten hilft, Vertrauen aufzubauen. Am Ende geht es um das Narrativ der Souveränität. Wer Erneuerbare, Effizienz und Netze ausbaut, gewinnt die Kontrolle über seine Energiezukunft zurück. Lobbyinteressen verlieren an Macht, wenn Fakten, Beteiligung und greifbare Vorteile im Alltag überwiegen. So wird der Diskurs vom Bremsen zum Ermöglichen verschoben und die Gesellschaft gewinnt die notwendige Geschwindigkeit für die Transformation. Zusammenfassend: Schockwellen ist ein Buch für alle, die Verantwortung tragen oder übernehmen wollen. Politik und Verwaltung finden eine fundierte Grundlage, um Entscheidungen zu beschleunigen und sozial gerecht zu gestalten. Unternehmenslenkerinnen und Unternehmenslenker erhalten eine strategische Perspektive, wie sie die Risiken fossiler Abhängigkeit managen und die Chancen der Transformation erschließen. Fachkräfte, Studierende und Lehrkräfte gewinnen einen kompakten Überblick über den Stand der Forschung, zentrale Mechanismen des Energiesystems und die wichtigsten politischen Stellhebel. Bürgerinnen und Bürger bekommen praxisnahe Orientierung für Entscheidungen im Alltag, von Heizung und Mobilität bis zur Beteiligung an Bürgerenergieprojekten. Warum dieses Buch Ihr Leben bereichern kann? Es übersetzt komplexe Zusammenhänge in klare Handlungsoptionen. Wer die Logik der Kosten, Risiken und Chancen versteht, trifft bessere Entscheidungen. Das betrifft Investitionen ins eigene Zuhause, berufliche Weichenstellungen und die Mitgestaltung im Quartier. Kempfert zeigt, wie man Energiekosten dauerhaft senkt, Versorgungssicherheit erhöht und gleichzeitig zum Klimaschutz beiträgt. Die dargestellten Instrumente und Beispiele machen Mut, sofort anzufangen und Schritt für Schritt resilienter zu werden. Warum gerade dieses Buch und nicht ein anderes? Kempfert verbindet wissenschaftliche Tiefe mit politischer und wirtschaftlicher Praxisnähe. Sie argumentiert faktenbasiert, räumt mit Mythen auf und denkt Sicherheit und Klimaschutz konsequent zusammen. Der ausgezeichnete Praxisnutzen, belegt durch den Get Abstract Readers' Choice Award, zeigt, dass die Empfehlungen anschlussfähig sind. Statt abstrakter Szenarien liefert das Buch eine realistische Landkarte mit konkreten Wegmarken, die auf Deutschland und Europa übertragbar sind, aber auch globalen Kontext berücksichtigen. Wer vorausschauen, Risiken reduzieren und Wohlstand sichern will, findet hier einen klaren, umsetzbaren Plan. Schockwellen ist damit nicht nur Lektüre, sondern ein Werkzeug, das hilft, die nächste Krise abzufedern und eine stabile, bezahlbare und friedliche Energiezukunft aufzubauen. Wenn Sie unterstützen möchten, Claudia Kempfert, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.